Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: ein Kommentar von einem meiner Zusehenden. Genauer: Zwitter gibt es nur in der Tierwelt. Tja, ist es so? Wirklich? Wenn der Zuschauer sich hier nicht einmal irrt. Hier der komplette Kommentar von meinem Zusehenden. Biologisch gibt es nur XX- und XY-Chromosom. Es gibt nur Mann XY und Frau XX. Egal ob jemand eine Vagina oder einen Penis hat. Zwitter gibt es nur in der Tierwelt. Denn biologisch bleiben wir bei einem Menschen, bei XX oder XY. Bevor wir jedoch in dieses Thema eintauchen, lasst mich auf das Gender im Tierreich eingehen. In der Tierwelt gibt es viele erstaunliche Beispiele für unterschiedliche Geschlechterrollen. Nehmen wir mal zum Beispiel diese wunderschönen Seepferdchen. Bei ihnen ist es der Vater, der die Eier trägt. Ja, richtig gehört. Die Männchen sind diejenigen, die schwanger werden. Diese kleinen Meeresbewohner sind wahre Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung. Aber das ist noch nicht alles. Ja, es gibt tatsächlich viele faszinierende Beispiele in der Tierwelt, wo das Geschlecht und geschlechtsspezifische Merkmale auf ungewöhnliche Weise verteilt sind. Hier sind einige Beispiele. Erstens: Parthenogenese. Einige Reptilien wie bestimmte Eidechsen und Schlangen können sich ohne Befruchtung fortpflanzen. Die Weibchen legen Eier, die sich von selbst entwickeln, ohne dass ein Männchen beteiligt ist. Zweitens: Hermaphroditismus. Viele Meerestiere wie einige Arten von Seeigeln und Schnecken sind hermaphroditisch, was bedeutet, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane besitzen. Dies ermöglicht es ihnen, mit fast jedem anderen Individuum ihrer Art sich zu paaren. Drittens: Geschlechtsumwandlung. Bei einigen Fischarten wie dem Clownfisch kann das dominante Männchen sein Geschlecht ändern und zum Weibchen werden, wenn das dominante Weibchen stirbt. Dies dient dazu, die Fortpflanzung innerhalb der Gruppe zu gewährleisten. Warum die Natur solche vielfältigen Mechanismen entwickelt hat, ist Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Ein Grund könnte die Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen sein. Diese Vielfalt ermöglicht es den Arten, in unterschiedlichen Situationen erfolgreich zu sein. Zudem kann dies die genetische Vielfalt erhöhen, was die Überlebensfähigkeit der Population verbessert. Es zeigt auch, dass die biologische Geschlechterrolle nicht so starr ist, wie oft angenommen wird, und die Natur viele Wege zur Fortpflanzung und Anpassung gefunden hat. Es ist ein faszinierendes Thema, das diese Vielfalt und Anpassungsfähigkeit des Lebens auf der Erde betont. Und weiter im Tierreich. Es gibt tatsächlich Amphibien, insbesondere Kröten, bei denen das Geschlecht je nach den Umweltbedingungen und dem Verhältnis von Männchen zu Weibchen in der Population wechseln kann. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür sind die sogenannten Krötenfische oder auch Krötenfrösche, englisch Buffalo, die in einigen Teilen Europas vorkommen. Diese Kröten können ihre Geschlechterrollen anpassen, wenn es einen Überschuss an Männchen oder Weibchen in der Population gibt. Das nennt man sexuelle Plastizität. Wenn es beispielsweise zu viele Männchen gibt, können einige Männchen ihre Geschlechtsrolle ändern und sich als Weibchen verhalten und umgekehrt.
Dieses Verhalten kann dazu beitragen, die Fortpflanzungsmöglichkeiten in Situationen mit ungleichen Geschlechterverhältnissen zu maximieren. Das wäre doch was für Feministinnen, oder? Wer braucht dann noch von oben auferlegte Quoten? Selbst ist die Frau. Die genauen Mechanismen und Gründe, warum einige Arten diese Fähigkeit zur Geschlechtsänderung entwickelt haben, können komplex sein und sind oft Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Es ist ein weiteres aufregendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit der Natur und wie sie auf vielfältige Weise mit verschiedenen ökologischen Herausforderungen umgeht. Ich könnte hier viele Tierarten aufzählen, die mehrgeschlechtlich sein können. Jedoch möchte ich jetzt irgendwie den Übergang zum Menschen schaffen. Wie könnte ich das, wenn nicht mit einem philosophischen Übergang? Weil ja behauptet wird, wir Menschen seien doch auch Tiere. Na, dann passt's ja irgendwie wieder, oder? Es ist überhaupt keine Behauptung. Tatsächlich gehören Menschen zur Tierwelt. Und unsere biologische Verwandtschaft mit anderen Tieren ist unbestreitbar. Es ist wichtig, zumindest aus meiner Sicht, solche Aussagen zu hinterfragen und darauf hinzuweisen, dass intersexuelle Variationen bei Menschen genauso real sind wie bei anderen Tieren. Immerhin sollen wir ja vom Fisch abstammen. Und wer kann mit Sicherheit sagen, dass die Natur bei uns Menschen, also Tieren, nicht auch so etwas vorhergesehen hat? Vielleicht hat sie auch vorgesehen, dass bestimmte Merkmale auch bei uns Menschen erhalten bleiben, wofür das auch in der Zukunft gut sein mag. Also wer? Na dann, die Herangehensweise, solche Aussagen mit philosophischer Überlegung zu begegnen, kann dazu beitragen, die Vielfalt und Komplexität der Geschlechtsentwicklung in einem breiteren Kontext zu sehen. Das zeigt erneut, wie wichtig Bildung und Sensibilisierung sind, um Missverständnisse und Vorurteile zu überwinden. Zwitter oder Hermaphrodit. Dieser Begriff wird seltener verwendet und kann auf Menschen verweisen, die biologisch Merkmale beider Geschlechter aufweisen. Dies kann sowohl äußerliche als auch innere Geschlechtsmerkmale betreffen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Begriff Zwitter und auch Hermaphrodit im medizinischen Kontext nicht mehr gebräuchlich ist, da er als stigmatisierend betrachtet wird. Stattdessen werden Begriffe wie intersexuell verwendet, um die biologische Variation in der Geschlechtsentwicklung zu beschreiben. Was genau dieses intersexuell bedeutet, habe ich ausführlich in dem Video Intersex behandelt. Dennoch hier ein kurzer Blick zum Thema AGs Mädchen sei erlaubt, um Vergleiche zum Thema Zwitter und Hermaphrodit zu ermöglichen. Was genau ist der Unterschied zwischen einem AGs Mädchen und Hermaphrodit oder Zwitter? Ein AGs Mädchen und eine Person, die als Hermaphrodit oder Zwitter bezeichnet wird, sind Begriffe, die mit Unterschieden in der Geschlechtsentwicklung in Verbindung stehen. Es ist wichtig, hier präzise zu sein. Der Begriff AGs Mädchen bezieht sich auf Mädchen mit adrenogenitalem Syndrom, AGS, einer genetischen Störung, die die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale beeinflussen kann. Allerdings bezieht sich Hermaphrodit oder Zwitter auf Menschen mit uneindeutiger Geschlechtsentwicklung, die verschiedene Ursachen haben kann, einschließlich genetischer Variation oder anderen medizinischen Bedingungen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass AGs Mädchen
auf eine spezifische genetische Erkrankung hinweist, während Hermaphrodit oder auch Zwitter allgemein auf Menschen mit uneindeutiger Geschlechtsentwicklung verweist, unabhängig von der Ursache. Das bedeutet, dass nicht alle Menschen mit uneindeutiger Geschlechtsentwicklung das adrenogenitale Syndrom haben. Schweres Wort. Hä? Und was ist jetzt der Unterschied zwischen genetischer Störung und uneindeutiger Geschlechtsentwicklung? Bedingt sich das nicht gegenseitig? Glaub mir, es wird noch komplizierter, versprochen. Eine genetische Störung bezieht sich auf eine Störung, die durch Veränderungen im genetischen Material, also DNA, verursacht wird. Diese Veränderungen können zu einer ungewöhnlichen Geschlechtsentwicklung führen. Zum Beispiel kann das adrenogenitale Syndrom, AGS, eine genetische Störung sein, die die Produktion von Hormonen beeinflusst und dazu führen kann, dass äußere Geschlechtsmerkmale nicht typisch weiblich oder männlich sind. Uneindeutige Geschlechtsentwicklung hingegen ist ein allgemeiner Begriff, der sich auf Situationen bezieht, in denen die äußeren oder inneren Geschlechtsmerkmale eines Menschen nicht eindeutig dem binären Geschlechtsschema, männlich oder weiblich, entsprechen. Dies kann aus verschiedenen Gründen auftreten, darunter genetische Variation, hormonelle Störungen oder auch in einigen Fällen ohne offensichtlichen medizinischen Grund. Der entscheidende Punkt hier ist, dass nicht alle Fälle von uneindeutiger Geschlechtsentwicklung auf genetische Störungen zurückzuführen sind. Einige Menschen haben eine uneindeutige Geschlechtsentwicklung aufgrund von genetischen Variationen. Aber es gibt auch andere mögliche Ursachen. Das adrenogenitale Syndrom ist nur ein spezifisches Beispiel für eine genetische Störung, die zu einer uneindeutigen Geschlechtsentwicklung führen kann. Oh mein Gott, was tue ich mir hier eigentlich an? Es wird immer komplexer. Verwirrt ich bin. Welche Uneindeutigkeiten bezüglich des Geschlechts können hier gemeint sein? Die Verwirrung ist legitim und es ist wichtig, klarzustellen, welche Uneindeutigkeiten bezüglich des Geschlechts auftreten können. Die Uneindeutigkeiten bezüglich des Geschlechts können sich auf verschiedene Aspekte beziehen, sowohl äußere als auch innere Geschlechtsmerkmale. Hier sind einige mögliche Arten von Uneindeutigkeiten. Erstens, äußere Geschlechtsmerkmale. Uneindeutige Genitalien. Das äußere Erscheinungsbild der Genitalien entspricht nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlechtsmuster. Ambigues Geschlecht. Die äußeren Genitalien könnten Merkmale beider Geschlechter aufweisen. Unerwartete Geschlechtsmerkmale. Andere äußere Merkmale wie die Verteilung von Körperbehaarung oder Brustentwicklung können für das beobachtete Geschlecht untypisch sein. Zweitens, innere Geschlechtsmerkmale. Uneindeutige Geschlechtsorgane. Die inneren Geschlechtsorgane wie Eierstöcke, Hoden oder innere Fortpflanzungsorgane können nicht eindeutig einem männlichen oder weiblichen Muster entsprechen. Hormonelle Ungleichgewichte. Hormonelle Störungen können dazu führen, dass die Hormonspiegel und die damit verbundenen Geschlechtsmerkmale uneindeutig sind. Drittens, Chromosomen. In seltenen Fällen können genetische Variationen dazu führen, dass die Chromosomenzusammensetzung nicht klar dem binären Geschlechtsschema entspricht
wie beispielsweise bei Menschen mit XXY oder anderen genetischen Variationen. Viertens. Geschlechtsidentität. Eine Person kann eine Geschlechtsidentität haben, die nicht mit den äußeren oder inneren Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt. Dies kann bei Transgender-Personen auftreten. Es ist wichtig, hier zu beachten, dass diese Uneindeutigkeiten unterschiedliche Ursachen haben können. Und nicht jeder Mensch mit einer Geschlechtsuneindeutigkeit hat eine genetische Störung. In einigen Fällen kann es sich um genetische Variation handeln, während es in anderen Fällen auf hormonelle Faktoren oder andere Gründe zurückzuführen sein kann. Das Verständnis von Geschlecht sollte deshalb sensibel und respektvoll sein und die individuellen Erfahrungen und Bedürfnisse berücksichtigen. Ich verstehe zwar immer mehr und besser, aber ist das nicht eine Laune der DNA, wie eben auch bei AGS, eine Störung der DNA? Nochmal, die Uneindeutigkeit und Vielfalt in Bezug auf Geschlecht und Geschlechtsentwicklung können auf verschiedene genetische Faktoren zurückzuführen sein. Aber es ist wichtig auch zu betonen, dass nicht alle Fälle auf genetische Störungen oder Launen der DNA zurückzuführen sind. Genetische Variation ist ein natürlicher Teil der biologischen Vielfalt. Und einige Menschen haben genetische Merkmale, die von den klassischen XX- oder XY-Chromosomen-Mustern abweichen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich um eine Störung handelt. Einige Fälle von Geschlechtsvariationen können also auf genetische Störungen zurückzuführen sein, wie das adrenogenitale Syndrom, AGS, während andere auf hormonelle oder andere Faktoren zurückzuführen sein können. Wieder andere Fälle von Geschlechtsdiversität sind nicht mit einer medizinischen Störung verbunden, sondern repräsentieren einfach die natürliche Vielfalt des menschlichen Geschlechts. Einfach zusammengefasst könnte man es folgendermaßen ausdrücken. AGS gleich eine DNA-Störung. Uneindeutigkeit der Geschlechter gleich DNA-Störung oder Hormonstörung oder. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass Geschlecht und Geschlechtsidentität nicht nur durch DNA oder Hormone definiert werden. Geschlecht ist ein komplexes Konzept, das biologische, soziale und individuelle Aspekte umfasst. Es kann sogar auch durch die Selbstidentifikation der Person bestimmt sein. Respekt für diese Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsmerkmale ist von großer Bedeutung. Abschließend möchte ich auf den Kommentar meines Zusehenden zurückkommen. Es ist verständlich, dass die biologischen Aspekte der Geschlechtsentwicklung oft vereinfacht dargestellt werden, insbesondere in der öffentlichen Diskussion. Doch wie wir heute gesehen haben, ist die Realität komplexer und facettenreicher. Der Mensch ist ein faszinierendes Produkt der Natur, geprägt von Genetik, Hormonen und sozialem Umfeld. Es ist wichtig zu verstehen, dass die biologische Geschlechterrolle nicht so starr ist, wie oft angenommen wird. Unsere Welt ist vielfältig und da schließt auch die Geschlechtsdiversität mit ein. Und die Natur schert sich einen Dreck um menschliche Definitionen, Begrifflichkeiten oder sonstige Bezeichnungen. Unsere Reise durch die Tierwelt hat uns gezeigt, dass es erstaunliche Beispiele für vielfältige Geschlechterrollen gibt. Dies erinnert uns daran, dass Geschlecht nochmal ein komplexes und variables Konzept ist.
Die Aussage meines Zuschauers mag in Bezug auf einige biologische Aspekte stimmen, aber sie vernachlässigt die Vielfalt menschlicher Geschlechtsidentitäten und die Bedeutung von Akzeptanz und Respekt für jeden Menschen, unabhängig von seinen Geschlechtsmerkmalen. Wir sollten hier die Komplexität der Geschlechtsentwicklung und Identität anerkennen und uns darum bemühen, Vorurteile abzubauen und eine Welt zu schaffen, in der sich jeder respektiert und akzeptiert fühlen kann, unabhängig von seinen biologischen oder sozialen Geschlechtsrollen. Ich wünsche mir, dass diese Diskussion dazu beigetragen hat, einige der Missverständnisse und/oder Vorurteile in Bezug auf Geschlecht aufzuklären und ein tieferes Verständnis für dieses wichtige Thema zu fördern. Vielen Dank, dass ihr bei Weisheiten zum Mitnehmen dabei wart. Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der Vielfalt und Akzeptanz selbstverständlich sind. In diesem Sinne, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Simone de Beauvoir. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.